wenn ich euch vielleicht irgendwie helfen kann. Vielen Dank. Das ist nicht gegen dich. Sondern gegen mich. Herr Brandner, Gewalt. Du kannst mich nicht einsperren. Doch, das kann ich. Als dein Erziehungsberechtigter kann ich das. Du denkst doch sonst immer über die Konsequenzen deines Handelns nach. Ich tue nichts anderes. Mit deiner verdammten Sturheit stößt du alle vor den Kopf, die dich lieben. Auch mich. Wenn du so weitermachst, vertreibst du deine Kinder. Und mich auch. Ich will euch nicht verlieren, am allerwenigsten dich. Dann lass es nicht zu. Carla und Ansgar haben mich zutiefst enttäuscht. Ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, Cecile. Willst du, dass die Familie auseinanderbricht? Eine Familie hält durch Vertrauen zusammen. Was soll ich denn Carla und Ansgar noch glauben? Im Grunde kann ich mich doch nur noch auf Leonard und dich verlassen. War dir die Familie nicht immer das Wichtigste? Jedenfalls hast du das behauptet. Niemand hätte mich so verletzen können wie meine eigene Familie. Wenn sie dir so viel bedeuten, dann versuch sie zu verstehen. Und gib ihnen eine zweite Chance. Du gehst nach oben. Du hast immer noch Hausarrest. Du gehst jetzt besser. Nicht anfassen. Rufst du mich an? Ich hasse euch! Allmählich weiß ich nicht mehr weiter. Ich komme schon lange nicht mehr an sie ran. Ihr meint, ich soll? Ja, ich wollte mir nur ein paar Bücher aus der Bibliothek holen. Ich habe ja demnächst viel Zeit zum Lesen. Das heißt, du erfüllst meine Forderung und zeigst dich an? Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Das ist doch völliger Quatsch. Es ist die einzig mögliche Konsequenz aus dem, was er getan hat. Nein, es macht alles nur noch schlimmer. Was gibt es, Herr von Meinbach? Graf Landstein, dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Es ist gerade äußerst ungünstig. Es wäre aber sehr wichtig. Also gut. Worum geht es? Nun, Sie wissen ja inzwischen, wie die Dinge zwischen mir und Carla stehen. Wie Sie Ihre Ehe führen, interessiert mich nicht. Kommen Sie bitte zum Punkt. Tja, nun, es ist so, Carla und ich, wir sollen heute Abend ein Interview geben für eines dieser Hochglanzmagazine. Und? Sie wissen doch, wie man so etwas macht. Ja, schon, nur angesichts der besonderen Umstände. Besondere Umstände. Sie lügen doch in jeder Lebenslage überzeugend. Sie sind jetzt mit meiner Tochter verheiratet. Also spielen Sie diese Rolle auch in der Öffentlichkeit. Wenigstens das erwarte ich von Ihnen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ja, mehr wollte ich ja gar nicht. Wenn du von Ansgar verlangst, dass er sich selbst anzeigt, setzt du seine ganze Zukunft aufs Spiel. Das hat er selbst erledigt. Ich will sein Verhalten ja nicht rechtfertigen. Ich sage nur, so eine Anzeige ist der falsche Weg. Ich sehe keinen anderen Weg. Der Ruf der Familie wird durch so einen Skandal geschädigt. Und das verzeihe ich ihm nie. Verzeihst du denn überhaupt jemals etwas? Du warst immer dafür, Konflikte innerhalb der Familie zu lösen. Das ist in diesem Falle etwas anderes. Hier geht es auch um die Holding, Cecile. Nein, in erster Linie geht es um Ansgar und um dich. Und Ansgar hat die Konsequenzen seines Handelns zu tragen. Natürlich, aber es gibt andere Möglichkeiten als so eine Anzeige. Welche? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn du Ansgar jetzt dazu zwingst, dann wirst du das irgendwann bereuen. Wir haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens. Ich vermisse sie so unendlich.
Das sind ja wir. Neulich in der Pension. Ja. Irgendjemand hat meinem Vater diese DVD geschickt. Daher also. Das war Evelyn. Und ich dachte schon, sie trägt mir nichts mehr nach. Dieses Miststück. Nur weil du sie abgewiesen hast. Ich hatte alles mit ihr geklärt. Wetten, die wartet nur darauf, dass ein Skandal über uns in der Zeitung steht? Ich sehe die blöde Kuh schon vor mir, wie sie jeden Morgen die neuesten Ausgaben durchblättert. Aber den Gefallen, den tun wir ihr nicht auch noch. Oh Gott. Mein Vater hätte es nie auf diesem Weg erfahren dürfen. Pass auf. Wir lief in der Presse heute die Vorstellung unseres Lebens. Die werden schreiben, dass den Omis vor Rührung die Tränen kommen. Was soll das noch? Mein Vater weiß Bescheid. Und alles andere ist mir egal. Willst du ihn jetzt noch weiter verärgern? Gerade er will doch, dass du die Fassade aufrechterhältst. Ja. Gräfin, Ihr Vater erwartet Sie in der Bibliothek. Hat er gesagt, warum? Nein, bedauere. Gut. Dass wir Spaß haben, ist das eine, aber Drogen nehmen Klingt schon wie so ein Sozialfuzzi. und dann auch mit den Drogen dealen. Hat's Nico schon der ganzen Welt ausposaunt? Hätte ich's mir ja denken können. Ja, Nico macht sich Sorgen um dich und ich mache mir auch Sorgen um dich. Wir wollen dir alle nur helfen. Ach ja? Deine helfen mir, hier rauszukommen, ohne dass der Alte da unten was bemerkt. Robin, ich halte es in diesem Knast hier echt nicht mehr aus. Jana, Arno macht das mit dem Hausarrest nur, weil er Angst um dich hat. Oh Gott, du bist ja jetzt schon genauso drauf wie er. Na, zum Glück bin ich bald 18, dann muss ich euch alle nicht mehr sehen. Jana, was zum Teufel ist los mit dir? Du bist überhaupt nicht mehr du selbst. Das ist witzig, was? Kaum lässt man sich nicht mehr alles bieten, gucken sie plötzlich doof. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Nur, dass du's weißt. Ich bin nicht mehr die kleine, naive Jana. Und ich habe auch keinen Bock mehr, zu jedem freundlich zu sein. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du dich verpissen. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergeht. Schließlich müssen wir auch in Zukunft miteinander leben. Ihr beide habt mich, jeder auf seine Art, zutiefst enttäuscht. Es tut mir leid. Dennoch seid ihr immer noch meine Kinder. Carla, was ich gestern zu dir gesagt habe, nehme ich zurück. Ich bin dein Vater und du bist meine Tochter. Was dich betrifft, Ansgar, sehe ich von meiner bisherigen Forderung ab. Eine strafrechtliche Verfolgung ist nicht im Sinne der Familie. Ich denke, inzwischen gibt es eine bessere Lösung, dich zu bestrafen und die Firma vor dir zu schützen. Die wäre? Carla, du kannst gehen, das betrifft dich hier nicht mehr. Leonard, bleib bitte noch. Graf Lahnstein, Frau Jones ist soeben eingetroffen. Sehr schön. Bitten Sie sie herein. Schön, Sie zu sehen, Frau Jones. Guten Tag. Robin wird Jana schon von ihrem Trip runterbringen. Na, hoffentlich. Und? Die ist so komisch drauf. Das heißt, es hat nichts gebracht. Nein. Man kann gar nicht mehr mit ihr reden. Sie sieht überhaupt nichts ein. Und immer sind die anderen schuld. So ganz Unrecht hat sie ja nicht damit. Also wenn du damit Kevin meinst, den nimmt sie natürlich in Schutz. Und sie rafft nicht, dass dieses Schwein sie nur ausnutzt. Ich meine nicht Kevin, ich rede von mir. Es hat alles damit angefangen, dass ich ja Andi ausgespannt habe. Was erzählst du denn da? Ausgespannt. Wir haben uns ineinander verliebt. Das ist so passiert und dagegen kannst du auch nichts machen. Jetzt rede es nicht schön. Ich habe Jana enttäuscht, sonst wäre sie niemals so abgestürzt. Sie glauben, Sie können mit Ihrem lächerlichen Filmchen Ärger machen?
Vergessen Sie es. Wir halten alle zu Carla. Die ganze Familie. Ach, hören Sie doch auf. Wir wissen, dass Sie es waren. Ich rate Ihnen nur eins. Legen Sie sich nicht mit den Landsteins an. Evelyn? Ja. Und? Was hat dein Vater gesagt? Er hat so eine Art Waffenstillstand angeboten. Weil wir schließlich miteinander leben müssen. Na, siehst du? Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ändert nichts am Wesentlichen. Ich habe sein Vertrauen verloren. Ja, der wird dir schon wieder verzeihen. Nein, das wird er nicht. Niemals. Wir müssen doch von jetzt an nur alles richtig machen. Ihm zeigen, dass wir den Ruf der Familie schützen, ihm weitere Enttäuschungen ersparen. Meinst du dieses leidige Interview? Glaub mir, das Beste ist, wenn wir jetzt das glückliche Ehepaar mimen. Wir dürfen uns nichts anmerken lassen. Versprich mir das. Was bleibt mir anderes übrig? Jetzt hör bitte auf, dir wegen Jana Vorwürfe zu machen. Nico, Andi hat recht. Jana ist für sich selbst verantwortlich. Na toll, dann haben wir ja kein Problem mehr. Soll sie doch sehen, wie sie die Kurve kriegt. Wir haben oft genug versucht, ihr zu helfen. Sie will nicht. Also können wir es auch genauso gut sein lassen. Du machst es dir verdammt einfach. Ja, Nico, dann geh dir die 1000. Abfuhr von ihr holen. Sie hat keinen Bock auf dich und daran kannst du nichts ändern. Danke, dass du es mir noch mal so deutlich sagst. Ich meine nur, mach dich wegen ihr nicht fertig, weil es bringt nichts. Hi. Hi. Nico, jetzt vergiss mal bitte Jana. Lass uns lieber was zusammen unternehmen. Coco und ich gehen morgen grillen. Kommt ihr mit? Gute Zeit. Okay. Was ist mit euch? Ja, also wir sind dabei, oder? Ich weiß nicht. Ach, komm, das Wetter soll morgen richtig geil werden. Und wenn du lieb bist, dann lass ich dich auch mal meine Grillzange halten. Ich habe jede Menge Fleisch besorgt. Ich muss jetzt halt irgendwie nur noch einen Grill auftreiben. Den besorge ich dir von Arno. Ich gehe noch ein bisschen Bier holen und dann machen wir morgen richtig Party. Naja, besser als hier rumzuhocken. Das mache ich aber nicht mit. Ich lasse mich nicht gängeln. Und schon gar nicht von ihr. Nicht du triffst hier die Entscheidungen, sondern ich. Und deshalb besprichst du ab heute jeden deiner Schritte mit Frau Jones. Sie wird dein Geschäftsgebaren kontrollieren und das sehr genau. Ich bin sicher, wir werden gut miteinander auskommen. Genauso wie bisher. Ist das wirklich nötig, Vater? Du stellst Ansgar vor der gesamten Firma bloß. Die Mitarbeiter werden nichts merken. Nach außen bleibt alles beim Alten. Er bleibt offiziell Generaldirektor. Natürlich. Und in Wahrheit bin ich ein Hampelmann. Du hast die Wahl. Gefängnisinsasse oder Hampelmann. Das hier oder das hier? Das. Aber das hier steht mir viel besser. Vanessa, lass mir heute Abend die Männer in Ruhe. Hm? Spiel einfach meine brave Tochter. Soll ich dir das hier nicht trotzdem mal vorführen? Dann kannst du dich selbst überzeugen. Du nimmst das. Und bitte heute Abend mit dem Interview. Spiel dich nicht wieder in den Vordergrund. Es geht in erster Linie um Carla und mich. Keine Angst. Vornehme Zurückhaltung ist meine zweite Natur. Oh. Schön, dass wir uns verstehen. Ich weiß mich eben zu benehmen. Schließlich gehören wir jetzt zu den allerhöchsten Kreisen Herr von Ballenbach-Lahnstein. Ja, das lasse ich mir auch von niemandem wieder wegnehmen. Da habe ich zu lange dafür gekämpft. Bitte? Ach, nichts. Ja, dann bis später. Und wie lautet das Urteil? Sylvia Jones. Lebenslänglich. Er hat sie mir als Controllerin vor die Nase gesetzt. Oh nein. Oh ja. Es war ziemlich heftig. Sei froh, dass du nicht dabei gewesen bist. Ausgerechnet Jones. Er weiß ganz genau, wie sehr ich die mag. Jetzt kann sie mich jeden Tag an meine Fehler erinnern. Klingt fast so schlimm wie Gefängnis. Ich würde sagen, das klingt schlimmer. Im Vergleich dazu bist du noch richtig gut weggekommen. Wenn man von der schneidenden Verachtung absieht, die er mir gegenüber an den Tag legt, Evelyn hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Wieso denn Evelyn? Ja, sie war es. Sie hat Vater gesteckt, dass ich lesbisch bin. Du meinst deine Ex-Assistentin, mit der du mal was hattest? Ja. Sie hat Aufnahmen gemacht von einem Gespräch mit Bernd, in dem ich über Hannah rede. Und das hat sie Vater zukommen lassen.
Das ist noch nicht mal hinterhältig. Tja, wirklich unglaublich. Evelyn weiß wirklich, wie sie mich treffen kann. Jetzt ist es zumindest raus. Und ich bin mir sicher, Vater wird dich irgendwann so akzeptieren, wie du bist. Irgendwann wird dieses Schloss eine Ruine sein. Ach komm schon. Es sollte dir nicht so wichtig sein, was unser Vater von dir denkt. Das sagt der Richtige. Und sonst gibt es was Neues von Jana? Sie ist auf ihrem Zimmer. Und da soll sie auch bleiben. Ich kann nicht riskieren, dass sie das Haus verlässt. Sie gerät immer tiefer in diesen Sumpf. Ja, wahrscheinlich ist das besser so. Ach, du wolltest den Grill. Ja. Na, dann gehe ich in den Keller. Hoffentlich ist er nicht zu tief vergraben. Passt du heute auf mich auf? Nein, ich hole nur was ab. Brauchst du auch Grillkohle? Aha. Ihr geht grillen. Nico, was ist mit Kohle? Wenn du welche hast, bring doch welche mit. Na, dann amüsier dich mal gut. Macht dir nichts, dass ich hier zu Hause festsitze. Kann ja nicht jedem so beschissen gehen wie mir. Jana, was erwartest du? Soll ich mich aus Solidarität im Keller einsperren? Das wäre doch meine Maßnahme. Es ist mein gutes Recht, ein bisschen Spaß zu haben. Du lässt dir ja nicht mehr helfen. Bitte. Darf ich Ihnen denn schon etwas zu trinken bringen? Einen Aperitif vielleicht? Da bringst du jetzt lieber eine große Flasche Wasser und ein paar Gläser. Für mich eine Cola, viel Zitrone, ohne Eis. Gerne. Meine Frisur ist total durcheinander. Ich bin gleich wieder da. Alles in Ordnung? Sprechen wir zur Sicherheit lieber noch mal alles durch. Hm? Wozu? Wir präsentieren uns doch schließlich nicht das erste Mal als verliebtes Paar vor der Presse. Ich ziehe das schon durch. Also dann, auf in den Kampf. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo? Hallo. Hallo. Ich habe Sie hoffentlich nicht warten lassen. Aber nicht doch, setzen Sie sich. Na dann, sind Sie bereit? Kommt jetzt meine Strafpredigt? Wie kommst du darauf? Du hast dir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Wie konntest du Ansgar so demütigen? Einen Moment, bitte. Ist dir eigentlich klar, was hier vorgeht? Ist dir klar, dass durch meinen Verzicht auf Ansgars Selbstanzeige ich die volle Verantwortung für diesen Skandal übernehme? Das heißt, ich mich kriminalisiere? Leonhard, du kannst dir sicher denken, weshalb ich dich vorhin dabei haben wollte. Nein, nicht im geringsten, aber ich bin mir ganz sicher, du wirst es mir gleich verraten. Nun, du genießt im Gegensatz zu Ansgar und Carla weiterhin mein vollstes Vertrauen. Und deshalb möchte ich, dass du eines Tages die Geschicke der Holding leitest. Du sollst mein Nachfolger werden. Ich erwarte von dir, dass du Arno bequatscht. Er soll meinen verdammten Hausarrest aufheben. Arno macht das nicht aus Bosheit. Er hat einen guten Grund dafür. War ja klar, dass du einen Rückzieher machst. Du triffst dich doch gleich wieder mit Kevin, um Drogen zu verticken. Unsinn. Ich will einfach nur mit zum Grillen. Mit Andi und mir. Ja, sei doch froh. Also tust du's? Wenn ich nur daran denke, wie oft ich dir schon aus der Patsche geholfen habe. Scheißegal, was es war. Ich habe immer zu dir gehalten. Und jetzt erwarte ich nur, dass du mir einen klitzekleinen Gefallen tust. Und selbst das ist schon zu viel. So, hier ist er. Bisschen verdreckt. Ich gehe in den Garten. Der Gartenschlauch muss es bringen. Aha. Was ist los? Nichts, ich habe nur mit Nico geplaudert. Also? Worum ging's denn? Bis gleich. Ihr Mann hat also nicht einen einzigen kleinen Fehler.
Ich liebe alles an ihm. Na kommen Sie, verraten Sie mir eine kleine Eigenheit. Die Leser lieben so etwas. Darf ich, Schatz? Ja. Also er taucht sein Croissant morgens gerne so lange in den Kaffee, bis es ganz aufgeweicht ist. Ah ja. Stimmt, das sieht echt nicht lecker aus. Ja, aber so schmeckt's am besten. So etwas rundet immer das Bild ab. Dürfte ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen? Natürlich. Sie haben plötzlich eine neue Mutter. Wie ist das für Sie? Wissen Sie, Carla und ich, wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich sehe sie eher wie eine Freundin, ein Vorbild. Interessant. Inwiefern? Ich studiere Jura. Ich möchte Anwältin werden und Carla unterstützt mich sehr. Ich wäre im Beruf gerne mal so erfolgreich wie Sie. Evelyn. Du hast mir schon wieder nicht zugehört. Ich habe dir doch eben erklärt, warum ich nicht dein Nachfolger werden will, oder? Ich bin Arzt. Es ist ja schön und gut, dass du deinen Beruf liebst. Aber du bist es der Familie schuldig, Verantwortung zu übernehmen. Die Nummer, die zieht vielleicht bei Carla und bei Ansgar, aber nicht bei mir. Mir ist es nämlich völlig egal, was du von mir erwartest. Davon abgesehen kann man es dir eh nicht recht machen. Leonhard! So ist es doch. Carla und Ansgar haben ihr Leben lang nach deiner Pfeife getanzt. Und was haben sie jetzt davon? Bei ihrem ersten Fehler fallen sie in Ungnade. Ich konnte ihr Verhalten doch unmöglich durchgehen lassen. Hast du eigentlich eine Sekunde darüber nachgedacht, was sie dazu gebracht hat? Wieso war Carla nicht offen zu dir? Warum hat Ansgar das getan? Das steht doch jetzt im Moment überhaupt nicht zur Debatte. Hast du dich jemals gefragt, ob ihr Verhalten was mit dir zu tun haben könnte? Ob du ihnen das Gefühl gibst, nicht gut genug zu sein? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Hauptsache, deine Kinder funktionieren, oder? Aber was wir denken und fühlen, das hat dich doch noch nie interessiert. Und wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wünschen Sie sich Kinder? Bitte? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ah ja, schön. Und wie viele? Das wissen wir noch nicht. So, ich muss Sie jetzt leider bitten, das Interview zu beenden. Wir haben noch eine weitere Verpflichtung. Ja, warum sagen Sie das erst jetzt? Ich habe hier einige Themen noch gar nicht angeschnitten. Ich bin mir sicher, das Material reicht dennoch aus für einen ausführlichen Bericht. Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, Ihren Artikel zu lesen. Ja, ich schicke Ihnen ein Belegexemplar zu. Dann auf Wiedersehen und vielen Dank. Gott sei Dank hat sie keinen Skandal verursacht. Was machst du hier? Hast du immer noch nicht genug? Willst du mich weiter in den Dreck ziehen? Was soll das? Carla. Du miese kleine rachsüchtige Intrigantin. So geht es weiter. Das Schlimme ist, dass du mir nicht zugetraut hast, dass ich jemals verstehen könnte, was dich bewegt und was in dir vorgeht. Was du getan hast, deine Lügen stehen wie eine Mauer zwischen uns. Was ist? Dein Vater braucht mich jetzt. Ich kann ihn nicht allein lassen. To